Es ist mal wieder soweit. Wir spielen Honkai Star Rail und hier sind anscheinend Wachen gestorben. Möglicherweise. Die liegen hier so rum. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin die ganze Zeit noch so ein bisschen dem Ganzen aus dem Weg gegangen, aber wir gehen jetzt mal dahin. What's going on with What is that? Everybody stay back! Hey, die kenne ich doch. Give him this medicine and make him lie down! I mean, make them lie down! Ill-tidings manifest. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. So. Feast your eye! Happy New Gehen wir Year! gleich drauf. Das Ganze hier. Gehen wir gleich drauf. Kaboom. Nein, doch noch. Das habe ich nicht erwartet. Ah, dass sie wieder hochgehen, ist ja so ein Ding bei denen. Let's begin. Und sie sind tot. Passenderweise hat die Figur, die dabei war, auch direkt mitgemacht. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? Thanks for helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques are quite effective. Ja, wir haben sie auf jeden Fall sehr gut sediert, indem ich sie angebrannt habe. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Assertive sedation techniques? Does she mean beating people up? Ja. Kennt ihr das nicht so von Bud Spencer oder so, wo die dem einen den Zahn rausziehen und als Narkose kriegt er einfach einen auf den Deckel? Genau das haben wir hier auch gemacht. However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Ja, jetzt halten sie aber auf jeden Fall still. Also ist doch eigentlich ganz gut. Bist du nicht ein bisschen zu jung, um Knochen zu richten? Ich möchte deine Qualifikation sehen. Where did you come from, little one? Is your dad around? I don't have a dad. What about your mom? I don't have a mom either. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Welcome to the Xian Show, my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating. No mom or dad required. Ha. Was? Sah die vorher schon mal anders aus? I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Nur um das festzuhalten, die Kinder in Belleborg hatten an einem Fight Club teilgenommen, ja? Also, da ist es doch besser, wenn die hier Ärzte sind, oder? Things haven't been very peaceful in the lawful recently. Make sure you don't... Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so I'm afraid we have to. Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, I'll treat you for free. As for medicine, I'll give you a 20% discount. Immerhin. Du berechnest uns also doch was. Do you have any idea how many people in the lawful are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patients to see.
Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang? So this is the Vidyadhara. I've only ever read about them. They're known as the Dragon Race. Not hard to see why. Hey, kannst du Hilfe gebrauchen? Ich bin ein Klon. Hallo. Red mit mir. Ich frag mich. Die hat doch bestimmt irgendeine Idle-Animation. Denkt sie da auch so nach? Oder macht sie irgendwelchen Scheiß? Mal sehen, wir können ja mal ganz kurz warten. Vielleicht kommen wir in die Idle-Animation? Oder? Gab es bei Honkai nicht auch eine Idle-Animation? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Na. Passiert nichts. Oder nicht? Gut. Ich gebe mich jetzt als Doktor aus und das passt schon. Was soll ich machen? Schlendere über den Platz. Und suche nach einem Boten. That's the best I can do. What's that supposed to mean? Doctors don't give up that easily. Doch. What else am I supposed to do? The route back to the Alchemy Commission has disappeared, and we're in the field without the right medicine or supplies. Besides, we have no record of this disease at all. These symptoms are consistent with someone about to be stricken with Mara. According to his medical record, this man is barely over 200 years old. He only just joined the Cloud Knights. How can he possibly be Mara-struck? Why don't you take another look? Also mal ehrlich. Also schon mit 200 Jahren sich einen Job zu suchen, das ist eindeutig zu früh. Ich bin auch der Meinung, man sollte vielleicht bis 300 warten. Ab 300 Jahren kann man sich dann mal einen Job suchen. Vorher sollte man immer noch als Jugendlicher behandelt werden. Das ist eine gute Idee. Würde ich so übernehmen. Und in der Zeit müssen deine Eltern natürlich für dich aufkommen. Natürlich, das Problem ist, die meisten Eltern sind ja dann auch noch nicht 300 Jahre alt. Also müssen deine Urgroßeltern für dich aufkommen. Aber selbst die werden keine 300 Jahre alt sein. Wird schwierig. It goes on like this. The judges of the Ten Lords Commission will have to come out and clean up this mess. Okay. Du vielleicht? Everyone please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Commission General Bureau. Exalting Sanctum is temporarily closing its borders and navigation. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. We have doctors from the Alchemy Commission here who will see you free of charge. Oh, we will be distributing a bag of protein rice and emergency medicine to each of you. You can collect the supplies from me in person, or the Commission can deliver them to your door. Hallo, ich bin hier, um meine Vorräte abzuholen. Please register with your Jade Abacus bracelet. Oh, you must be an outsider. I see. Please sign here. Hallo, wie komme ich zur Wahrsagekommission? I heard there's a problem with their Meridian pin. Some diviners and stargazers managed to escape the delve. Many of them were terrified. They were muttering about plants and roots. Something terrible must have happened there. Do you have friends trapped in the delve? If you're worried about them, find a diviner and see if they can tell you what happened. Danke für I deine want to Hilfe. say it's all in a day's work, but I've been here for 12 hours already. When will this end? Okay. Das war der eine. Wie wär's mit dem hier? When it rains, it pours. The Artisanship Commission has its own issues. It sounds serious, too. Go and inform the Cloud Knights. See if you can... Oh, my apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping Commission. Judging by your dress, you must be visitors to the Luofu. Ja. Sorry, the Xianzhou is currently caught in unusual circumstances. But the Cloud Knights will resolve the issues as soon as possible. For safety reasons, please stay in your residence and refrain from going out for the time being. If the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Though, I heard the route may have been... Oh, that reminds me.
I have a friend with a star skiff and a travel permit. He could help you and your friends get over quickly. The price is fair and negotiable. Nicht nötig. Ich habe schon ein Schiff, das mich abholt. Well now, you must be quite special. Ja. Hey, don't spread this around, but this isn't some small-scale maintenance drill. The General has sent the Cloud Knights to check for hidden dangers. You may not need it right now, but if there's any help I can give you, come to me anytime. Okay. Excuse me, miss. Hold on a moment. It was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those Exalting Sanctum residents got away unscathed. The Drachenmädchen? Dragon Lady of the Alchemy Commission. Lady... You mean the child? She's starting to sound like a big shot. A friend in the Skyfaring Commission told me the General commissioned guests to deal with the troubles on the Lafu. You must be the guests. If you don't mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Okay. Ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe ein ganz klein wenig gefarmt, wie man sehen kann. Ich bin Trailblaze Stufe 50 und ich müsste theoretisch mal die Balance-Stufe machen. Aber wisst ihr was, ich mache das jetzt einfach fix. Das ist ja kein Aufwand. Auftrag? Nee, Quatsch. Missionen wollte ich suchen. Missionen? Wo ist denn? Prüfung der Balance-Stufe hier. Los. Bestätigen. Ist ja schnell gemacht. Lieber? Ist ja ganz, ganz schnell. So, hier drüben. Machen wir das hier einfach mal fix fertig. Passt schon. Empfohlene Stufe 60 habe ich. Dementsprechend bringen wir das schnell hinter uns und dann ist fertig. Make a wish. Oh. Stay. Und weiter. Wir wollen ja gleich von Anfang an ein bisschen zuhauen. Ill fate descends. Forget your wallet? Und Let me tend your wounds. das geht auf dich. Ich habe irgendwie den falschen ausgewählt. Hallo? Oh. Ja. Ist so. What do you want to Oh my, know? you know nothing of the weight behind. Survive or be destroyed. There is no other choice. Ill tidings manifest. Ich bin gestern eindeutig zu lange durch die Kälte gelaufen. Ich merke das schon wieder am Hals. Leave it to me. Aber wenn man halt mitten in der Nacht durch die Gegend klatscht, ist man halt selber schuld. Beneath the waters lies an endless abyss. Tja, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich merke es immer. Und nochmal draufhauen und nochmal groß draufhauen. Oh. Das war gar nicht mal so schwer. That was a heck of a performance. Ja, das lief halt gut, ne? Wir nehmen mal nochmal sowas hier. Ist ja nicht jetzt teuer oder so. A little something for everyone. Stay. Oh. Ja, ich schätze mal, die werden nicht lang. Das Ding wird nicht lang durchhalten. Weil ich habe immerhin 2 seiner Schwächen für ihn übrig hier. Ja. Der wird nicht lange überleben, würde ich sagen. Survive or be destroyed. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mal die Fähigkeiten einsetzen müssen, aber Destiny ich dachte mir, isn't wieso nicht? chosen. Reicht ja vollkommen. You don't look so good. Den auf diese Weise zu töten. Ja, sieht doch gut aus. Ill fate descends. Turn out your pockets. Memories are Ich weiß, der beneath the wird eh nicht so waters lange lies an überleben, endless aber abyss. man kann ihn ja noch ein bisschen debuffen. Let me tend your wounds. Und dann den hier. Ja, er ist tot. Damit bin ich bei der Stufe 4. Nice. Das heißt dann aber auch,
erstmal verlassen. Ja. Das heißt dann im Umkehrschluss, ich müsste dann mal meine Characters erhöhen. Da können wir ja mal ganz fix machen hier. Aufstieg. Ah, shit. Dafür brauche ich natürlich wieder Stuff, den ich nicht habe. Ah, da müsste ich wieder in Massen farmen. Materialsynthese. Ah, das sind so Dinge, die müsste ich dann irgendwann noch wahrscheinlich offscreen mal tun. Weil es kostet ja halt auch massig Zeit und Arbeit. Aber das kriege ich hin. Ich denke dann bis zur nächsten Runde kriege ich das ganz gut hin. Jetzt werde ich erstmal ohne klarkommen. Ich gucke mal ganz kurz in den Shop. Wir haben jetzt hier noch ein paar von denen. Ach ja, es ist ja schon einmal hier durch gewesen. Ich gucke mal ganz kurz nach den Warps. Ich habe hier 3 offen. Da können wir gleich 3-mal ziehen hier. Dankeschön. Nischt. Immer noch nichts. Sehr schade. Hier haben wir 5. Ja. Auch nicht. Mensch, irgendwas. Okay. Ich schätze mal, du solltest deinen Lichtkegel dann bekommen. Erhöht den verursachten Schaden des Trägers gegen Gegner mit Debuffs um 24%. Erhöht beim Einsatz der Fähigkeit seine Effekttrefferrate um 18% und seinen Angriff um 24%. Okay. Okay. Ach, fuck off. Verstärken. Wieder einmal voll machen. Hier. Einfach alles hochziehen. Passt schon. So. Aufsteigen. Dass da einfach so eine 5-Sterne-Waffe rauskommt. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Habe ich jetzt nichts dagegen, so explizit. Oder können wir hier auch ganz schnell mal hochziehen. Ah, hier fehlen ein paar, aber die kann ich herstellen. So, reicht. Ja. Sehr, sehr krass. Habe ich jetzt nichts dagegen. Habe ich wirklich nichts dagegen. Ich würde die gerne mal vergleichen. Ja. Ja, also das macht schon einen größeren Unterschied. So vom Stärkelevel her. Und beim Treffer eines nicht verstrickten Gegners besteht die Grundchance von 60%, Zielverstrickung zu verursachen. Die Verteidigung des verstrickten Gegners wird für eine Runde um 12% reduziert. Ganz ehrlich, da ist das hier dann doch wesentlich besser. Sollte man auch meinen, immerhin ist es ja, ja, eine 5-Sterne-Waffe. Ach ja, was ich vollkommen vergessen habe. Ich habe ja ein paar Mal jetzt hier die Universum-Simulation gemacht, nicht wahr? Dann müsste ich ja so rein theoretisch, wir gehen einfach mal hier zur Universum-Simulation, teleportieren uns einfach mal dahin. Mach mal hier zu. Ach nee, Quatsch. Es ist ja in dem Ding hier drin. Ich kann mir hier wieder so ein Ding holen und damit dann nochmal meine Waffe verbessern, die ich habe hier bei hier. Lichtkegel, verstärken, bündeln. Bitte nochmal ein Stück höher ziehen. Damit erhöht sich nochmal der Brucheffekt. Wenn der Träger ein Ultimate einsetzt, wird sein verursachter DOT für 2 Runden auch nochmal erhöht. Also, das ist vielleicht nicht falsch. Ich mache meine Figuren einfach immer stärker und immer stärker. Das passt schon. Vor allen Dingen, wenn ich einfach so 5-Sterne-Waffen bekomme, dann kann man natürlich nicht viel gegen sagen. Also, ja, schön und so. Ist das geil. Wir gehen mal wieder hier zurück. Wir haben ja jetzt einmal diesen Durchbruch gemacht. Can't we stay
Ich müsste dann irgendwann nochmal zu Pompom gehen und mir hier den ganzen Shit abholen, den er dann hat für den Stufenaufstieg. Du hast eine Nachricht erhalten. Ich grüße dich. Der Meister der Wahrsager hat mich gebeten, auf dich zu warten. Wurde auch Zeit. Kann nicht weg. Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Das heißt, ich muss dahin What gehen? does that mean? It's just a picture. Are we supposed to meet someone there? Ja. It's like one of those messages a kidnapper sends in a horror movie. Nein. Die rufen dich an und atmen dann einfach nur ins Telefon. Das sind die Nachrichten, die du in Horror-Movies bekommst. That's enough of that. Come on, let's go. Okay. Ich hoffe, meine Balance-Stufe ist jetzt nicht zu hoch für das Level meiner Figuren. Das irgendwie problematisch werden könnte. Aber jetzt muss ich gerade den Laden finden. Wo ist denn der? Der ist da vorne. Ist nicht hier? Ja, genau. Hurry up, Chingcha. We'll be fossils by the time you're finished. I heard there was a disaster in the Divination Commission's delve? I'm surprised you're in the mood to play right now, Die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, ich habe die Figur. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. I'm simply multitasking. Was spielen die da eigentlich? Es sieht interessant aus. The place in the photo, all right. Ist das nicht sowas wie Mahjong? A games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Oh, hi there! I can tell just by looking at you that you're the Divination Commission's guests. Vor allen Dingen, sie hat ja noch nicht mal geguckt in dem Moment, als sie das sagte. Weißt du überhaupt, wie lange wir gewartet haben? I know, I'm sorry. I was going to wait for you by the statue, but... Ah! Triplet! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. So I thought to myself, wouldn't it be better to meet somewhere quieter? And wouldn't that be more fun, too? Better to show you the real Exalting Sanctum and introduce you to a true Xianzhou pastime, Celestial Jade. Aha! Victory! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Die hat die jetzt voll abgezogen. I must apologize for your long wait, honored guests. Ach ja, ich muss mal nach Erfolgen gucken. Ich habe irgendwas bekommen. Nehmen wir doch gerne mit. It wasn't too long. Seeing your enthusiasm for this Celestial Jade game has stoked my curiosity. I'm glad to hear it. You clearly have excellent taste. Was muss ich jetzt machen? If you're interested, I can show you how to play. It's great fun. Missionen. Sure. Navigieren. Mr. Yang, is this really the best time? Auf geht's. Schnell, schnell, schnell. Ich will vorwärts kommen. Ha, passt. Look. Is that a... It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou Lafu's prized treasure. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Xianzhou roamed the ether. Okay, also, wir haben irgendein Problem mit Blättern und Wurzeln. Irgendwelche Soldaten werden mit Blättern und Wurzeln bedeckt. Und da ist ein großer Baum. Also, ich schätze mal, ich sehe, wo das Problem liegt, oder? From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens and from it celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? No, that can't be right.
Stars hung from its branches. Then how did it fit in the Xianzhou? Eigentlich passen doch alle Bäume auf ein Raumschiff auf die Beschreibung. Das klingt nach einem unvorstellbar schönen Baum. Exactly. Let's just say it was bigger than your imagination. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Let's go. Okay. Lasst uns gehen. Verpissen wir uns hier. Ach so, in die falsche Richtung gelatscht. Ach so, weil die in die falsche Richtung gelatscht sind. Okay, okay. Das heißt, du musst dir quasi einmal diesen dämlichen Baum ansehen. Nur um halt quasi so ein Plot-Device zu haben, wo es heißt, ja hier, das ist der Baum. Das ist das Problem. Just a heads up. Please don't go running off once we're inside. Was ist das hier? Ach so, hier kannst du das Schiff wieder anfordern. Maybe the Master Diviner's guests, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions. Komm, wir machen die tot. So. Und dann so. Let's begin. Und für alle nochmal was dabei. You know nothing Okay, of the das war way. fast schon Survive or be destroyed. There is no other choice. Na egal. Er hat sich wiederbelebt. Oh nein, oh nein, oh nein. Er ist ja so gefährlich. Oh, da kommen ja noch mehr. Okay. Das habe ich so nicht ganz kommen sehen. Aber ganz ehrlich, diese Leute, die sich halt einfach wiederbeleben, sind halt schon ziemlich nervig. Leave it to me. Aber es ist schön, dass sie ihre Debuffs behalten, wenn sie sich wiederbeleben. Das wäre sonst ziemlich nervig. Another precious memory to hold on to. Gibt es irgendwas Interessantes? Ein Rätsel. Sorry, Leute. Ich muss rätseln. Geht nicht anders. D. Okay. Nochmal. Q. Und drehen. Nochmal drehen. Passt. Nö, ist doch geil. Immer mal wieder eine Kiste bekommen. Ich mag Kisten. Außerdem braucht man sie ab und zu. Ist schon nicht unpraktisch. Das sieht aus wie Trinkgeld. Gib her. Dankeschön. A turn of fate. Danke, 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 danke. Gibt's ja auf dem anderen? Da ist natürlich noch ein Rätsel. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich kann das nicht liegen lassen. Wenn ich einmal hier bin, dann drehen. Wechsel, Wechsel. Ah, okay, okay, okay. Halt. Drehen. Und jetzt drehen. Drehen. Ich nehme die Variante und drehen und dann... Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Drehen wir nochmal. Jetzt können wir drehen. Perfekt. Und wieder gibt es Trinkgeld. Weil ich so eine dämliche Fliege, die ganze Zeit rumfliegt. Das ist echt nervig. Naja, nicht so schlimm. Ich will meinen Shit haben hier. Gib her. Dankeschön. Es ist zwar immer nur irgend so ein Scheiß-Relikt, was ich am Ende auch nur irgendwo verbrate. Weil, brauche ich halt nicht. Aber es ist halt trotzdem eigentlich ganz geil, wenn du halt eine neue Kiste bekommst. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Einfach eine normale Kiste. Das ist auch in Ordnung. Die nehmen wir doch mit. Dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir hier lang irgendwo. Da ist ein Blütenkelch. Den sollte ich freischalten. Achso, draufhauen.
Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch, wenn wir jeden Blütenkelch freischalten können, halt so Wochenende. Ich kann halt schwer einschätzen, was es für einer ist. Aber ihn nicht freizuschalten wäre halt echt dumm. Das können wir kaputt machen, das können wir öffnen, das hier aktivieren. Was macht denn der? Okay, da kannst du hier solche Lichtkegelverstärkungsdinger machen. Ist okay, aber ist nichts Besonderes in der Hinsicht. Hier ist nichts Interessantes. Ja. Tut mir so leid, dass ich immer alles entdecken muss. Aber es geht einfach nicht anders. Kann ich im Moment nicht öffnen. Das ist sehr schade. Da ist eine Kiste. Neues Gebiet. Muss ich ausnutzen. Ich weiß nicht, es macht irgendwie Spaß, einfach wieder alles Mögliche zu entdecken. Können wir das mal... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich müsste diese Seite einmal drehen. Und damit ist es fertig. Ja, ich hab's drauf. Läuft doch. A sincere heart prevails. War auch ziemlich einfach, ganz ehrlich. Gut, jetzt durch die Tür komme ich leider nicht. Da ist eine Katze mit dem Teddy in der Schnauze. Und hier kommen wir weiter. Auf geht's. So strange. Oh, let me guess. The gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Am Arsch. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Are you really from the Divination Commission? Es ist möglich, dass du gefeuert wurdest. Das wäre auf jeden Fall eine gute Erklärung. No way. She's already demoted me to managing the repository. What else does she want from me? There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know it. Ja dann. Achso, jetzt geht's halt durch die Tür, die ich nicht öffnen konnte. Okay. You seem You're pretty sharp. Ugh, Stellaron corrosion. What's going on? Great. This gate won't open either. We've kept the Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Chincha for messing up once again. I knew I'd offended that diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Chincha, if you don't mind, may I take a look? Huh? Oh, no need. Actually, I was just being polite. I don't see why not. Let me show you. This thing is pretty... Ha, neue Rätsel. Das kriegt man hin. Dieses Berechnungsmodul kann verschoben werden. Wähle die... Achso, okay. Bewege alle Berechnungsmodule zu den entsprechenden Phasen. Ah, okay. War's das schon? Hä? Ist das nicht richtig? Eigenartig. Ah, okay. Ich verstehe. Ich hab's begriffen. Halt gut. Wow, you're amazing, Mr. Yang. Ich weiß, ich hab's einfach well drauf. for an outsider. I officially hand over the title. Oh. Anyone here surprised? Here comes trouble. Can't we run around to them Here for a comes change? trouble and make it double. Kennt ihr das von Pokémon? Ist die englische Version von dem Shit, was Team Rocket immer von sich What gibt. do you want to know? Oh. Ill tidings manifest. Forget your wallet? Na, fangen wir erstmal hiermit an. Einmal alle bitte anbrennen lassen. Und nochmal. You don't look so good. Hier einmal so draufhauen und dann einmal freudig alle erwischen. You know nothing of the weight behind survive or be destroyed. There is no other choice.
Das ging schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Gibt es da noch irgendwas Interessantes? Nein, nein, nein. Da sind Leute. Will ich da lang gehen? Es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ich muss sie einfach alle töten. Destiny is apparent. Und Memories are wir hauen sie richtig beneath the drauf. waters lies an endless abyss. Und den hier noch. Der wird wiederbelebt. Das ist immer wieder unschön. Aber Let's begin. der ist tot. Sehr schön. Es gibt ja auch immer wieder irgendwelchen Shit dafür. Deswegen kann ich ja nicht einfach. Eine Kiste. Sorry. Ich bin ein Kistenfanatiker. Ich kann schon wieder ziehen. Ich habe schon wieder genügend. Viel zu viele Punkte. Hauen wir rein. Immerhin, 4 Sterne Lichtkegel. Ist zwar wahrscheinlich nicht so besonders, aber immerhin. Und ich habe irgendeinen Erfolg bekommen. Was habe ich für einen Erfolg bekommen? Erhalte 40 Typen von Lichtkegel. Okay. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal weiter. Laufen, 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 laufen. Ah, hier kann man noch Lebenspunkte aufnehmen. Ja, was ist denn das? Das sieht lustig aus, aber das ist irgendwie einfach nur Deko. Wow, ich habe mich ja gar nicht gesehen. Ich wäre jetzt gerade voll in die Ränge. Destiny isn't true. Ill tidings manifest. Forget your wallet? Ja, fackeln wir einfach alles ab. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Boom. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Auch wenn ich jetzt halt die Balance-Stufe erhöht habe. Ich dachte, damit wird auch noch auf das Weltlevel quasi erhöht und ich habe quasi das so allgemein schwerer, aber anscheinend nicht. Ist aber auch nicht. Also das ist schön geworden. Ich merke es einfach nur nicht. Ich weiß es nicht. Aber so oder so Another ist alles precious noch machbar. memory to hold on to. Ha, können wir mal öffnen. Das ist das Tor, durch das ich nicht durchkam. Ist vielleicht nicht falsch, das mal offen zu halten. Dort sind irgendwelche Wachen. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Gehen wir einfach hier in diese Richtung. Oh, da ist eine Kiste. Oh, da ist eine Kiste. Oh, da ist eine Kiste. Sieht eigentlich ganz nett aus. Aber ich sehe schon, wenn ich da hinten lang gehe, dann werde ich hier wieder alles abräumen müssen, weil da sehe ich schon wieder 2 Kisten, Rätsel und sonst sowas. Und da sieht es auch nicht so viel besser aus, also viel Spaß, kann ich da nur sagen. This is the Matrix of Prescience, a large-scale Jade Abacus calculation terminal. It's the We've heard the term Jade Abacus a few times now. Would you mind explaining what it is, Miss Qingque? A Jade Abacus is just... a Jade Abacus. Das ist genauso wie wenn du fragst, was ist ein Computer? Ein Computer ist ein Computer. Das ist genau die Antwort. That's a good question, Mr. Yang. It might take me a minute to give you an answer. The book, Glimpses into the Beyond, describes it as living jade engraved with symbols for divination into the unknown. Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into instruments of calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Take the Matrix of Prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything, from the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. Es ist quasi wie das Prinzip, du nimmst eine KI oder sowas und lässt dir aus der Geschichte und der derzeitigen Situation der Menschheit berechnen, was würde jetzt so als nächstes möglicherweise passieren. Natürlich ist das alles natürlich wahrscheinlichkeitsbehaftet und so weiter,
Aber wenn du das machen würdest, dann würdest du sehen, okay, wir steuern jetzt auf den 3. Weltkrieg zu. Der es nicht sehr unwahrscheinlich ist. Ja, okay, das ist schon eher Galgenhumor jetzt. Aber wir gehen alle drauf. Das ist lustig. Nein, war Spaß. Ja, aber ich bin da nicht sehr positiv gestimmt mit unserer Zukunft jetzt. Liegt hauptsächlich an der menschlichen Dummheit. Aber ja, ist auch egal. They say the theory behind the symbols was handed down by Noose, the Wisdom Walker. The principles are so profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. Es sind also Computer. Seems like it. But Jade Abacus does sound a lot better. Besides, ordinary computers don't have cool backstories. Technology handed down from Noose. Even in Madame Herta's space station. I never saw anything related to Noose. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a Jade Abacus or a computer? Just like today. Would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingchue? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience core. The Master Diviner should be waiting. Okay. Das hier ist schon freigeschaltet. Das hier nehme ich gerne noch mit. Und da ist die dumme Kuh. Mit der muss ich dann jetzt reden. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. And for those who don't speak Fushen? It's an utter disaster. How's that for a Divination Commission fortune? The Matrix of Prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Stellaron spirits wreaking havoc inside the Commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the Matrix of Prescience, but I have no forces available. And on top of all of that, General, we still have to deal with the Stellaron hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is. But you're Fushen, the seer. The boundless, omniscient. Bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit, isn't it? You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it. The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, who better than Fushen the Seer? As for reinforcements, you didn't think I'd be unprepared, did you? Look, help has just arrived. Master Diviner, I brought you the guests. Though, it wasn't your order I received. So, General, even guests are on the payroll these days? Well, since they're here already, I may as well make use of them. Entering the Matrix of Prescience without my permission is a breach of protocol. Would be an ungracious thing to say in the present circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see you here. Qingchue is often unreliable, but she comes through for us when the need arises. Ich dachte, du würdest uns rausschmeißen. I was waiting for the Matrix of Prescience to resume operations so that you might gain insight into my divination techniques. It was rude of me to keep you waiting so long. Ja, war's. No need for the formalities. We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help to restart the Matrix of Prescience's space terminals. And eliminate the Stellaron spirits along the way. Kaputt machen. Ich weiß nichts über diese Matrix der Voraussicht. Qingchue will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for eliminating the spirits... Psst. I hath divined our future. We are destined to be errand runners. Ja,
Sag einfach das Zauberwort. The universal one? Please? Please. Geht doch. Good enough. Okay. Machen wir alles kaputt. Gehen wir erstmal hier rein. Auf geht's. Das war ein interessanter Teleporter. Warum auch nicht? Ich mache hier schon mal Türen auf. Weil, warum auch nicht? Türen kann man immer gebrauchen. So. Was gibt's hier unten? Nicht allzu viel Besonderes. Aber eine fette Kiste. Da würde ich mich mal drum kümmern. Ah, shit. Er war schneller. Nicht so schlimm. Ich mache trotzdem. Let me tend your wounds. Und nochmal richtig drauf. Oh mein Gott, er hat uns angegriffen. Wie kann er nur? Und boah. Oh mein Gott, er hat seinen Sanktionsmodus aktiviert. Jetzt kriege ich auf die Fresse, aber so doll. Aber jetzt hat er natürlich keine Verwundbarkeit mehr. Das ist natürlich ein bisschen unschön, aber ich denke, damit kann ich leben. Stand down. Oh nein, er hat nur wehgetötet. Zum Glück habe ich sie auch. Fackelt der mich hier einfach ab. Was für ein Arschloch. Erstmal ein bisschen Kaboom machen. Das sind aber wirklich genau diese Hunde, die andere da... Also so ein Hund, den die uns gegeben hat zum Verfolgen von dem. Das ist aber schon witzig. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. Hat's gereicht? Nein, hat es nicht. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Geboom. Oh, nochmal. Ja, der überlebt nicht mehr lange. Das war 3. Und er ist tot. Nice. Fette Kiste. Whoa! Looks like we struck Nicht gold. schlecht. 300 Jahre sind auf jeden Fall nicht schlecht. Muss ich mich hier umkümmern? Scheint alles egal zu sein. Ist hier noch irgendwas? Das sieht einfach leer aus. Okay. Dann gehen wir mal ganz friedlich weiter und gehen da hoch. Let me see. This is the temporal terminal. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. Ach so. Was soll ich tun? Ah, okay. Ich verstehe, was ich tun soll. Das ist relativ einfach. Ich muss nur wissen, wie ich steuere. That should do it. Ja, nice. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more complex something is, the more important it is to keep it simple. Don't you think? If it's so simple, why didn't your master diviner come and do it herself? Weil sie zu schwach ist. Maybe deep down she just wants to be lazy once in a while. Ja, das war's dann wohl schon. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Achso, hier kann ich nicht nach unten schießen. Das ist schade. Na egal, dann kümmere ich mich jetzt wirklich ausnahmsweise mal wirklich direkt um den Shit. Weil dann haben wir das hinter uns und dann später kann ich das hier irgendwie mal abfarmen. Das ist ein Puzzle. Okay. Ich nehme mal das.
So. Perfekt. Und damit ist das Puzzle gelöst. Das ist ziemlich leicht. Teleportieren. Make a wish. Kümmern wir uns mal um den hier. Stay. Das Oh, what the heck is war nicht this? notwendig. Take it easy. There's nothing supernatural on the Xianzhou. It's an aromaton. It's guarding the matrix of prescience. They're stationed at various strategic places. I feel like it needs a sign saying mortals forbidden or something. Are you sure it won't fly into a raid? We're here by order of the Master Diviner to restart the matrix of prescience. Friends, not foes. Passage prohibited. War doch klar. An elusive foretelling. Also wenn ihr irgendwas anderes erwartet habt, außer dass das Ding auf uns losgeht, dann seid ihr schon ziemlich eigenartig. Ja, nice. Und Bums. Memories beneath the waters lies an endless abyss. So ein gechilltes Kampfsystem am Ende. Es ist halt auch schön, dass man, ich weiß nicht, ich mag dieses Figuren- und Teamaufbau. Das hat schon was für sich. Und da das hier bei Honkai so lange entspannt gemacht ist, das ist halt auch voll autonom und sowas. Und vor allen Dingen kriegst du irgendwie auch mehr raus, als zum Beispiel bei Genshin oder so, habe ich das Gefühl. Macht die Sache halt auch einfacher und du hast halt mehr diesen Zeitraum, in dem du einfach ja schön den Charakter halt aufbauen kannst und dir überlegen kannst, was dann halt sinnvoll ist. Und This sowas. must be the spatial terminal. Ja, They dann say kriegen wir this das terminal is designed to retrieve information related to space. nicht. You das probably ist schon could have guessed korrekt. that. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und fertig. Das war ziemlich einfach. Das ist allgemein ein sehr einfaches Rätsel. Ganz geschafft. Next. Auf zum nächsten. Das ist echt gechillt, ganz ehrlich. Oh, das ist lila. Oh, wieder ein Puzzle. Das wird schwer, das wird richtig schwer. Einmal drehen. Falsche Richtung. Ah, okay. Warte. Nee. Einmal. Lass mich kurz überlegen. Wenn ich das jetzt... Wir drehen das hier nochmal zurück. Dann drehen wir das hierhin. Nee. So. Falsche Richtung. Yes, haut's hin. Ach, irgendwie mag ich die Rätsel. Ich weiß nicht, es macht einfach Spaß. Es ist halt so gechillt, mal ein bisschen. Let me guess. Time, space. I bet the next terminal is Das ist auf energy jeden Fall etwas related. komplexer. Darn, the Karma Aber terminal. machbar. They say this terminal is designed to establish causal relationships. Fertig. Das ist ziemlich auch einfach gewesen. So, damit sollten wir alle fertig haben. Dann sollte das Scheißding wieder We funktionieren. did it. All 3 terminals activated. Und weiter Let's go geht's. back to the core and report to the Master Diviner. Solltet ihr nicht sehen, dass es jetzt wieder geht? Auf geht's. Well done, all of you. I can sense the matrix of prescience symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Are you ready? Jo.
Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Then please, Master Diviner, witness my destiny. Das könnte interessant werden. Das sind schöne Partikelanimationen, muss ich mal sagen. That's why you're here? All for that? Well, not what you were expecting. I can't believe it. But the Matrix of Prescience cannot be wrong. Was hast du gesehen? Kafka has nothing to do with the Stellaron, but you... Absurd! I'd never have thought it. Was ist hier passiert? Ask her yourself. Take as long as you wish. I must report this to the General immediately. What happened? You go. I know you still have many questions for Kafka yourself. Okay. Geh zu Kafka und frag sie mal. Hi. You haven't changed a bit. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. Oh. Concerned about me? I'm fine. The Cienjo is always courteous with its captives. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. Was ist dein Ziel? Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all its detail. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Cienjo's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1, the Stellaron hunters are not enemies of the Cienjo. You know this now, though you refuse to believe it. 2, someone else brought the Stellaron into the Cienjo and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Cienjo. The Master Diviner is in a hurry to find the General, presumably to inform him of this fact. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the Matrix of Prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only what he wanted the Cienjo Alliance to know in this moment. As for number 3, even in their wildest dreams, the Cienjo Alliance could never have guessed it. If the Stellaron hunters aren't the cause of all this, then why are Bleedou and I even here? We're here for you. Ha. Still sein. Vor allen Dingen Sounds wird noch mal ganz kurz auf die Titel doesn't gezielt. it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the Matrix of Prescience doesn't lie.
The answer is just that bizarre. The Stellaron hunters appearing here, Bleedou getting arrested, me being lured to the matrix of Prescience. It was all to bring you, the Astral Express crew, to the Cienjo. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something important for the Cienjo. You had to establish a connection with the Alliance. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. That way, in the future, at the most critical moment, the Cienjo will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you a hero of the Cienjo? Quite the plot twist, don't you think? Also, es ist jetzt kein krasser Plot-Twist in der Hinsicht, aber dass sie ja irgendwas mit meinem Körper oder so vorhaben, ist ja irgendwo klar. Und dass sie das halt alles steuern wollen, was ich so treibe, ist ja auch klar, weil die haben mich ja dort auf dem Astral-Express quasi dann hingebracht in der Hinsicht. Weil die genau wussten, dass ich von diesen Leuten da gefunden werde und so weiter. Also von daher, von welcher Zukunft sprichst du? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook, the destruction. And when that time comes, you will need all the help you can get. It will be a brutal struggle of Ionic proportions. Okay. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, there may be a glimmer of hope on the horizon. You know, even Eons can be killed. Okay, okay, okay. Warum auch nicht? Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Luofu. Hey, Luocha. You didn't finish telling us about the propagation. Keep going, it's interesting. So, Eons can die, huh? Weird. I thought they were invincible. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That Eon was slain at the hands of another Eon. I don't understand. They're all Eons. Why do they want to fight? Are you really from the Cienjo? Other Eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a... The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Cienjo.
Ah, I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just, we don't put bodies in boxes? Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. It's our way of saying goodbye. Okay. The Foxians and the Videodora have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning. As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When the shell breaks, they come out looking young again. My mom calls the Videodora long scions. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into dragons. I don't know if that's true. Es ist wahr. What do you know? Silent but deadly speaks. Your mother is right. The Videodora are long scions. They are descendants of the Eon of Permanence. That was why some, but not all, could turn into dragons. The power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. Ah, I've heard the story of Long the Permanence and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Friend? No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone a promise, and so I have to run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Ja, jetzt muss ich ihn wieder spielen hier. Ja, keine Lust. Ich mag ihn immer noch nicht. Gehen wir einfach den schnellsten Weg, versuchen alles auszuweichen und fertig. Ha. Möglichst gegen niemanden kämpfen. Mara struck. Ah, so ein Looks like Dreck. someone's hurt. Wait. Silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to us letting you handle? I've only got 2 hands. Please, I'll wangle you a prize for your bravery or something when it's... Enough. Let's go. Ja, ich will nie mit ihm kämpfen. Fighting is Scheiße. meaningless. Wanna see what I can do? Dodge this! Und sie ist halt auch nicht viel besser. I've no interest in conflict. Ich mag das gar nicht, wenn du irgendwelche Scheißfiguren hast und musst sie benutzen, weil es gehört halt zur Story. Einfach nur nervig. Okay. Vor allem sind das alles nur Einzelangriffe. Ich habe noch keine Ulti ready und es ist halt einfach nur nervig. Eternal the Dead Return! Keine, die wenigstens schnell umbringen. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Vor allen Dingen, es gibt eigentlich nahezu keinen Fall,
in dem du nicht mehrere Gegner angreifen musst. Ich hab das noch nie gesehen. Miss, are you okay? Dass du halt wirklich immer nur ein großes Ding hast. Und du brauchst eigentlich immer Flächenangriffe. Klar, auch hier und da einfach mal so Einzelangriffe und sowas, aber meistens brauchst du auch Flächenangriffe. Und wenn du halt ein Team hast, das nur aus Einzelangriffen besteht, ist es schon scheiße. Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. My motor is broken. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young ladies. Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushang. Leave it. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. How... what kind of medical knowledge is this? Abundance. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. Leave as soon as possible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. They are extremely dangerous. If it hadn't been for a strange accident, my wake span might have been cut short. Strange. Okay. Come with me. Können wir das schnell hinter uns bringen? Wie lange wollt ihr noch quatschen? I've never seen anything like it. Währenddessen in der Wahrsage kommt You know, even eons can be killed. Wie bringt man einen Eon um? Is it so unthinkable? There are many stories about fallen eons. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enda the Order was assimilated, by Shipe the Harmony. 2. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Cienjo Alliance travels the universe exterminating abominations cultivated by the Abundance. So, the Cienjo too are engaged in this process. Warum will die Xiangyu den Überfluss töten? As far as I know, the predecessors of the Alliance were the Elixir Seekers. They searched for Yaoshi and longed for the blessing of immortality. When they eventually found the Eon, they received a blessing that did indeed prevent death, the Ambrosial Arbor. But immortality turned out to be a curse for the Cienjo. That's when the Hunt appeared,
firing an arrow and felling the ambrosial arbor. Ever since, the Alliance has followed the hunt in pursuit. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. Warum erzählst du mir das? Hold on. Any minute now. It's begun. Oh, that's Blade. Let's go, Bladey. 2 more places to visit. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? So. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.